Immer wieder sprechen wir mit Mandanten, die im Nicht-EU-Ausland, im Nicht-EWR-Ausland Stiftungen oder Trusts gegründet haben, zum Beispiel in den USA, in Nevis, in Panama oder wo auch immer, und sich der fatalen steuerlichen Nebenwirkungen, die das Ganze haben kann, vor allen Dingen in Deutschland nicht bewusst waren. Was es damit auf sich hat, dazu mehr in diesem Video. Noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Ende September 2024 findet in London unser Ruhestand im Auslandsseminar statt. Da wird es genau um solche Fragen gehen, wie die wir jetzt in diesem Video diskutieren. Wie kann ich meinen Nachlass planen? Welche Strukturen eignen sich hier? Stiftungen, Trusts? In welchen Ländern? Was ist steuerlich zu beachten, wenn ich Vermögen an diese Strukturen übertrage? Und wenn das ein Thema ist, das dich interessiert, insbesondere im Hinblick auf deine eigene Nachlassplanung, dann würde ich mich freuen, dich dort zu treffen. Wir werden dort alle möglichen interessanten Themen natürlich besprechen, nicht nur Stiftungen und Trusts, sondern auch so Themen zum Beispiel, wie man die deutsche Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer umgehen kann, ohne 5 bis 10 Jahre warten zu müssen. Wo kann man Gold kaufen und lagern? Wie kann man sich vor Maßnahmen der EU schützen, wie zum Beispiel eine mögliche EU-Vermögensteuer, ein mögliches EU-Vermögensregister, einen möglichen Lastenausgleich. Wie kann ich Renten, wie kann ich Pensionensteuer effizient vereinnahmen? Welche Doppelsteuerungsabkommen kann ich hier nutzen? Das sind alles so Themen, um die es geht. Und natürlich auch Fragen der Steueroptimierung. Wie kann ich im Ausland leben und zum Beispiel Steuern auf Kapitalerträge, auf Krypto etc. vermeiden, um hier noch weiter Vermögen im Ausland aufzubauen. Wenn du auch über deinen Ruhestand nachdenkst und dich genau mit solchen Dingen hier beschäftigst, würde ich mich freuen, dich in London zu treffen. Alle weiteren Informationen findest du hier in dem Link im ersten Kommentar zu diesem Video. Wie immer bei unseren Events kann dein Ehepartner, Lebenspartner, Geschäftspartner kostenlos mit dazukommen. Ich würde mich freuen, dich in London zu sehen. Vor kurzem sprach ich mit einer Mandantin, die eine Wohnung in Panama gekauft hatte für ungefähr 500.000 Euro. Und dann riet ihr der lokale panamesische Anwalt, gründ doch noch eine Stiftung dazu und pack diese Wohnung in die Stiftung rein. Dann haben es deine Nachkommen einfacher, wenn du das Zeitliche segnest, weil dann kommt es in Panama nicht zum Eigentümerwechsel, was dort allerhand an Problemen verursachen könnte, so der Anwalt mit Notaren, dem Grundbuch etc. pp. Die Mandantin hat das gemacht, hat diese Stiftung gegründet, hat die neu gekaufte Immobilie dorthin übertragen und hat nicht realisiert, dass sie in diesem Moment 30% Schenkungssteuer in Deutschland ausgelöst hat. So viel Schenkungssteuer wird nämlich fällig in Deutschland, wenn man Vermögen an eine ausländische Stiftung, einen ausländischen Trust oder eine ähnliche Struktur zur Vermögensverwaltung überträgt. Die Schenkungssteuer wird nicht unbedingt fällig oder nicht in gleicher Höhe fällig, wenn ich Vermögen an eine deutsche Familienstiftung übertrage, denn dort gibt es das sogenannte Steuerklassenprivileg. Das heißt, es wird im Grunde genommen geprüft, wer ist Begünstigter der Stiftung. In diesem Fall der Mandantin, die die Stiftung in Panama gründete, war es ihr Sohn. Bei einer deutschen Stiftung hätte man dann hier den Freibetrag ansetzen können, den man ja zur Verfügung hat, wenn man an seine Kinder schenkt, 400.000 Euro alle 10 Jahre, und hätte so die Schenkungssteuerbelastung doch stark reduzieren können. Es scheint so, als würde diese Regelung übrigens auch demnächst auf EU- und EWR-Stiftungen hier übertragen werden. Dann würde sie eben auch zum Beispiel bei der Stiftung in Liechtenstein gelten. Also das war natürlich hier ein Schlag ins Gesicht für die Mandantin. 30% Schenkungssteuer, mehr als 150.000 Euro, nur weil sie da dem Rat dieses lokalen Panama-Anwalts gefolgt ist und eine Stiftung gründete, um dann hier das Vermögen an die Stiftung zu übertragen. Jetzt ist man dabei zu versuchen, das Ganze irgendwie rückgängig zu machen. Wir werden sehen, was da dann am Ende dabei rauskommt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie viele Leute unbedarft letztlich hier in eine Situation reinschlittern, wo sie solche Strukturen gründen. Natürlich mit der besten Intention, denn man will ja das Vermögen schützen. Man macht sich Sorgen zu dem, was in der EU passiert. Man will außerhalb der EU gerne bleiben und da ist natürlich eine solche Stiftung
in Panama, in Nevis, in den USA, wo auch immer, da sind es dann Trusts, eine willkommene Lösung zu einem scheinbar komplizierten Problem. Und es wird einem ja dann immer auch noch vorgegaukelt, man könnte dann irgendwelche Steuern in Deutschland sparen, was definitiv nicht der Fall ist, dazu aber gleich mehr. Übrigens interessante Sache zur Schenkungssteuer, was viele nicht wissen, sowohl der Beschenkte als auch der Schenker sind für die Schenkungssteuer in Deutschland haftbar. Wenn der Beschenkte in Deutschland nicht steuerpflichtig ist, wie im Fall der Panamesischen Stiftung, die Panamesische Stiftung ist ja in Deutschland nicht steuerpflichtig, dann fällt die Schenkungssteuerpflicht auf den Schenkenden zurück. Das heißt, derjenige oder diejenige muss dann die Schenkungssteuer bezahlen. Das heißt also, hier ist die Mandantin, die diese Stiftung gegründet hat, in Panama und ihre Immobilie an diese Stiftung übertragen hat, steckt hier voll in der Verpflichtung. Leider ist das nicht das einzige Problem, die Schenkungssteuer, die dir blüht, wenn du Vermögen an eine Stiftung überträgst oder einen Trust. Da gibt es auch noch eine Reihe von anderen Nachteilen, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Ich möchte vorab sagen, dass vieles von dem, was wir hier heute behandeln werden, auf die Stiftung in Liechtenstein nicht zutrifft. Liechtenstein ist zwar nicht Teil der EU, aber Teil des EWR, des Europäischen Wirtschaftsraums, so wie zum Beispiel Norwegen. Das heißt, einige der Nachteile, die wir heute ansprechen, ist bei einer Stiftung in Liechtenstein nicht zu befürchten. Daher ist die Stiftung in Liechtenstein vielfach das ideale Vehikel für Mandanten, die eine Stiftung im Ausland gründen wollen, im Nicht-EU-Ausland. Nachteil bei Liechtenstein natürlich, dass man hier die Kontrolle über das Vermögen verliert. Es ist dann der Stiftungsbeirat in Liechtenstein, der Anwalt dort, der Steuerberater, der dann hier letztlich die Kontrolle über das Vermögen hat. Man hat zwar als Stifter schon noch gewisse Einflussmöglichkeiten, aber ein wichtiger Aspekt, und deswegen funktioniert das Ganze auch in Deutschland, ist eben der de facto Kontrollverlust und eben die Tatsache, dass Liechtenstein im EWR ist. Das hilft dabei, hier einige Nachteile zu vermeiden. Aber auch bei der Stiftung in Liechtenstein ist die Schenkungssteuer durchaus ein Problem. Der Freibetrag übrigens bei dieser Schenkungssteuerklasse 3, um die es hier geht, ist nur 20.000 Euro alle 10 Jahre. Das soll sich jetzt möglicherweise ändern. Es gibt natürlich auch andere Lösungsansätze, die hier vielfach kolportiert werden, auf die ich jetzt heute nicht unbedingt eingehen will. So zum Beispiel Darlehen eben an die Stiftung zu geben, die dann 100 Jahre Laufzeit haben. Das braucht dann tatsächlich einen echten Experten, der sich damit auskennt. Das sind hochkomplexe Vorgänge. Aber grundsätzlich die Stiftung in Liechtenstein meine ich heute explizit nicht, wenn ich hier von ausländischen Stiftungen und Trusts rede. In Liechtenstein lässt sich meistens eine Lösung finden, beziehungsweise Dinge, die wir jetzt hier gleich besprechen, sind in Liechtenstein schon von vornherein kein Problem. Schweizer und österreichische Zuschauer und Zuhörer übrigens sind nicht so sehr von den hier angesprochenen Punkten betroffen. In Österreich gibt es ja bekanntlich keine Schenkungssteuer. Auch in Österreich ist es aber ein Problem, wenn Kapitalvermögen ins Ausland verschenkt wird, denn dann wird die Wegzugsteuer fällig, wenn auch nicht die Schenkungssteuer. Und in Österreich ist es ja so, dass ich dafür nicht eine Beteiligung von mindestens 1% an der Kapitalgesellschaft halten muss wie in Deutschland. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein paar Google-Aktien, ein paar Tesla-Aktien habe und ich würde diese verschenken an eine Stiftung im Ausland, würde in Österreich Wegzugsteuer auf den nicht realisierten Kapitalgewinn fällig werden. Das ist zu beachten. Schenke ich der Stiftung Geld, dann würde natürlich keine Wegzugsteuer fällig werden, bei Kapitalvermögen schon. In der Schweiz selbst gibt es auf Bundesebene keine Schenkungssteuer, keine Erbschaftssteuer, aber auch die meisten Kantone haben in der Tat eine Schenkungssteuer, eine Erbschaftssteuer, zum Teil mit sehr niedrigen Sätzen, zum Teil auch mit sehr hohen Sätzen, 40% und so in der Westschweiz. Also auch hier ist eine genaue Planung notwendig, damit man hier als Schweizer oder als in der Schweiz Steuerpflichtiger nicht in eine Steuerfalle läuft, wenn man Vermögen auf eine ausländische Stiftung bzw. einen Trust überträgt.
Jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, Sebastian, ich bin ja aber dann sowieso weg aus Deutschland und meine Stiftung ist dann auch im Ausland, weiß ich, in Panama, in Nevis oder Trust in den USA oder sowas, dann ist es doch wirklich völlig wurscht. Dann kann ich doch verschenken an die Stiftung, was ich will. Da wird doch dann gar keine Steuer mehr in Deutschland fällig. Leider ist das falsch, denn wenn du aus Deutschland wegziehst, fällst du noch für mindestens 5 Jahre unter die unbeschränkte Erbschaft und Schenkungssteuer. Also ein Beispiel. Nehmen wir das Beispiel der Mandantin, von der ich gerade eben sprach. Die Mandantin verlässt Deutschland. Die Mandantin kauft eine Wohnung in Panama ein halbes Jahr nach dem Verlassen von Deutschland und überträgt dann diese Wohnung an die Stiftung in Panama. Dann wird hier noch voll die deutsche Schenkungssteuer pflichtig. In Panama sogar für 10 Jahre. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn man jetzt erbt oder vererbt und ist im Ausland weniger als 5 Jahre oder weniger als 10 Jahre bei Niedrigsteuerländern. Auch dann wird in Deutschland die Erbschaftssteuer fällig. Und wie gesagt, der Beschenkte und der Schenkende sind beide haftbar für die Schenkungssteuer. Nun aber unsere Frage, was sind überhaupt wesentlich steuerlich relevante Vorgänge, wenn es um Stiftungen oder Trusts geht? Also zum einen mal das Thema, was wir gerade eben besprochen haben. Erbschafts- oder Schenkungssteuer, wenn Vermögen von Todeswegen oder zur Lebzeit auf eine Vermögensmasse ausländischen Rechts, deren Zweck auf die Bindung von Vermögen gerichtet ist, übertragen wird. So wird im deutschen Steuerrecht eine Stiftung oder ein Trust im Ausland benannt. Oder Zuwendungen einer solchen Vermögensmasse ausländischen Rechts an Zwischenberechtigte während der Bestehung der Vermögensmasse unterliegen der Schenkungssteuer. Hier geht es also um Ausschüttungen der Stiftung oder des Trusts an Begünstigte in Deutschland. Und der dritte Fall, wann hier in Deutschland Steuern fällig werden können bei ausländischen Stiftungen und Trusts, ist Schenkungssteuer auf Zuwendungen, die bei der Auflösung einer solchen ausländischen Vermögensmasse ausgekehrt werden. Also, wenn der Trust, wenn die Stiftung aufgelöst wird und es wird hier Vermögen verteilt, auch dann wird hier Steuer in Deutschland fällig. Einer der wichtigsten Gründe, und das ist dann auch der wichtigste Vorteil eigentlich der Stiftung in Liechtenstein, ist die sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung. Die führt zu 75% an Steuern möglicherweise. Denn unabhängig von tatsächlich erhaltenen Ausschüttungen haben die in Deutschland steuerpflichtigen Begünstigten ausländischer Familienstiftungen und Trusts die sogenannte Zurechnungsbesteuerung nach § 15 des Außensteuergesetzes zu beachten. Sie bewirkt, dass die Einkünfte des Trusts bei den inländischen Begünstigten unter gewissen Voraussetzungen selbst dann der Einkommensteuer unterliegen, wenn sie nicht an diese ausgeschüttet werden. Also hier hatten wir ein gutes Beispiel. Wir hatten eine Mandantin, eine Deutsche, ihre Mutter war in die USA umgezogen, hatte da geheiratet, hatte dann den Kindern, die in Deutschland waren, einen Trust hinterlassen, wo dann amerikanisches Vermögen drin war, Kapitalanlagen und so weiter und so fort. Der Trust hatte hier aber einige strenge Bestimmungen, also die Kinder hatten erst Zugang zu diesem Geld, wenn sie 30 waren und dann zu etwas mehr, wenn sie 40 waren. Also es war so gesteuert, dass das Geld hier nach und nach an die Kinder ausgeschüttet wird, aber eben nicht alles auf einmal. Das heißt also, unterjährig oder zwischenzeitlich hat der Trust hier also jede Menge Kapitalerträge erwirtschaftet, die dann im Trust blieben. Und die Kinder haben davon keinen Cent gesehen, zumindest jetzt noch nicht. Sie mussten aber dann letztlich die Einkünfte dieses Trusts, die sie nicht bekommen haben, mit Einkommensteuer versteuern. Und das gilt für alle diese Strukturen. Nicht nur für diesen amerikanischen Trust aus meinem Beispiel, das gilt für einen Nevis Trust, das gilt für eine Panama Stiftung. Es gilt aber nicht für die Liechtenstein Stiftung. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Oder auch Jersey Guernsey Stiftung und Trust, alles, was es da so möglicherweise gibt, für die gilt das alles. Das heißt, die Einkünfte, die dieser Trust generiert, woher auch immer, die müssen in Deutschland dann mit der Hinzurechnungsbesteuerung per Einkommensteuer versteuert werden. Und jetzt kommt der Hammer. Bekommen dann die Begünstigten tatsächlich eine Ausschüttung, dann wird nochmals Schenkungssteuer auf die Ausschüttung fällig. So kommt es zu den 75% Steuern.
Das ist ja eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, könntest du sagen. Und ist es tatsächlich auch. Aber ich kann dir sagen, das ist dem deutschen Gesetzgeber schnurzegal. Die Rechtsprechung der deutschen Gerichte hat in einer solchen Doppelbesteuerung zuletzt kein Problem gesehen. So entschied zum Beispiel das Finanzgericht Münster, dass der Gesetzgeber die Doppelbelastung durch Schenkung und Einkommensteuer bewusst in Kauf genommen hat. Der Gesetzgeber sagt also, wenn du hier irgendeine solche Struktur verwendest im Ausland, auf die wir hier keinen wirklichen Zugriff haben, die wir nicht wirklich verstehen, dann musst du bis zu 75% Steuern bezahlen. Dein Pech. Dann mach eine solche Struktur nicht. Und eine Doppelbesteuerung ist auch verfassungsrechtlich unbedenklich, da Doppelbelastungen in einem Vielsteuersystem unvermeidlich sind. Hier steht allerdings eine abschließende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes noch aus. Hier kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Die Stiftung in Liechtenstein ist davon nicht betroffen. Eine wichtige Ausnahme von der Hinzurechnungsbesteuerung und ihren nachteiligen Wirkungen ist die EU-EWR-Bereichsausnahme nach § 15 Absatz 6 Außensteuergesetz. Also EU-Stiftungen, EWR-Stiftungen, dazu zählt zum Beispiel auch eine Stiftung in Malta. Sehr interessantes Stiftungsrecht dort übrigens. Familienstiftung und Trust mit Sitz in einem EU- oder EWR-Staat unterliegen danach nicht der Hinzurechnungsbesteuerung. Jetzt kommt der andere wichtige Punkt. Wenn der Errichter und die Angehörigen rechtlich und tatsächlich keine Verfügungsmacht mehr über das übertragene Vermögen haben. Das ist das, was ich zu Liechtenstein gesagt habe. Es stört viele Mandanten, dass dort letztlich man tatsächlich die Kontrolle über das Vermögen verliert. Aber das ist genau ein wichtiges Feature von dieser Stiftung in Liechtenstein. Das macht sie nämlich rechtssicher. Und der zweite wichtige Grund, warum Liechtenstein funktioniert: zwischen dem betreffenden Staat und Deutschland existiert ein hinreichender Informationsaustausch. Das ist ja genau das Problem bei solchen Ländern wie USA, Nevis, Panama und was es da alles gibt, Jersey, Guernsey und so weiter und so fort. Sie alle haben keinen Informationsaustausch mit Deutschland, hier keine Beihilfeabkommen, was Steuersachen anbelangt. Und insofern kommt es dann zu dieser horrenden Hinzurechnungsbesteuerung. Und ich muss noch einmal sagen, was ich vorhin gesagt habe. Mal angenommen, du bist im Ausland. Du hast Deutschland schon vor 2-3 Jahren verlassen. Du lebst in einem extrem Niedrigsteuerland, vielleicht Dubai, zahlst du überhaupt keine Einkommensteuern. Und du hast einen solchen Trust oder eine solche Stiftung im Ausland errichtet. Und dann kommen hier solche Kapitaleinkünfte in dem Trust, in der Stiftung zusammen. Dann gelten für dich aufgrund der weiter beschränkten Steuerpflicht in Deutschland genau die gleichen steuerlichen Folgen, die ich gerade eben genannt habe. Das heißt, du musst in Deutschland noch 10 Jahre bezahlen auf die Einkünfte, die dieser Trust, die diese Stiftung hier generiert, ohne dass du davon zunächst mal irgendwas siehst. Ich möchte nun mal abschließend hier noch 3 einschlägige Gerichtsurteile kurz zusammenfassen, um dir mal zu zeigen, was hier so im wahren Leben passiert, aus dem Leben für das Leben sozusagen. Im Entscheidungsfall hatte eine in Deutschland ansässige Erblasserin vor ihrem Tod Vermögen auf einen Guernsey Trust übertragen. Also, was ich jetzt hier sage, übrigens gilt für Trusts, gilt für Stiftungen im Ausland und so. In meinem Beispiel hier sprechen wir immer von Trusts, weil da liegen entsprechende Urteile vor. Zumindest die, die hier besonders einfach zu präsentieren sind. Der Trust wurde von Guernsey aus durch eine dort ansässige Trustmanagerin verwaltet. Also dort gab es jemanden, der dort auch offensichtlich verantwortlich war. Begünstigte des Trusts waren neben der Erblasserin auch deren Kinder. Der Erblasserin wurden in einem Memorandum of Wishes, das ist so eine Beisatzung, sage ich jetzt mal, umfassende Mitsprache und Vermögensrechte eingeräumt. Unter anderem konnte diese entscheiden, wann und in welcher Höhe Ausschüttungen an sie erfolgen sollen. Ferner konnten die Kinder der Erblasserin mit deren Einverständnis Weisungen an die Trustmanagerin betreffend der Verwaltung des Vermögens erteilen. Nach dem Tod der Erblasserin war das zuständige Finanzamt der Auffassung, das auf den Trust übertragene Vermögen sei weiterhin der Erblasserin zuzuordnen, das heißt, zähle zum Nachlass. Also, das heißt, die Erblasserin wollte hier eigentlich die Erbschaftssteuer sparen. Aber jetzt sagt das Finanzamt, nein, das kannst du nicht machen. Hier bei deinem Tode, wir rechnen dieses Vermögen hier
dir selbst zu. Das heißt, es wird Erbschaftssteuer fällig, obwohl dein Vermögen hier in diesem Trust möglicherweise feststeckt. Der Grund dafür ist, dass natürlich hier dieses Mitspracherecht bestand. Das heißt, hier konnten die Angehörigen, hier konnte die Erbin selbst hier mitbestimmen, was damit passieren soll. Es gab also nicht diese, wie vorhin am Beispiel Liechtenstein erklärte, strikte Trennung zwischen dem, was eigentlich der Stifter bzw. die Begünstigten hier tatsächlich tun können, also nichts, nämlich sind also tatsächlich vom Vermögen getrennt. Sie können nicht darüber bestimmen. Der Trust wurde nicht als abschirmende Vermögensmasse anerkannt. Deshalb hatte das Finanzamt auf dieses Vermögen Erbschaftssteuer gegenüber den Erben festgesetzt. Gleich mein nächstes Beispiel, auch vom Bundesfinanzhof. Der in den USA ansässige Ehemann hatte mehrere Trusts nach US-Recht errichtet, deren Begünstigte jeweils seine Ehefrau war. Die Trusts waren unwiderruflich. Die Ehefrau hatte keinen Einfluss auf die Anlageentscheidungen des Trusts. Der Ehemann ist in der Folge verstorben. Das Trust-Instrument sah vor, dass ab diesem Zeitpunkt die Nettoeinnahmen des Trusts in vierteljährlichen Raten an die Ehefrau ausgezahlt oder für die Ehefrau verwendet werden sollen. So, und jetzt hier der riesige Fehler, den diese Frau gemacht hat. Sie war Deutsche. Nach dem Tod des Ehemanns zog die Ehefrau nach Deutschland zurück und bezog in der Folgezeit Ausschüttungen aus dem Trust. Also, wenn du eine solche Struktur hast und du wohnst im Ausland, überlegst du nach Deutschland umzuziehen, in der Regel eine schlechte Idee. Lass dich da hundertprozentig beraten und mach es nicht einfach, die Folgen können katastrophal sein. Das Finanzamt behandelte die Ausschüttungen als schenkungssteuerpflichtige Zuwendungen, weil es sich bei der Ehefrau um eine sogenannte Zwischenberechtigte handelt. Zusätzlich wurden die Einkünfte, die der Trust erzielt, der Ehefrau im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung als eigene Einkünfte hinzugerechnet. So, also, jetzt haben wir die Situation hier mit den 75% Steuern. Erstmal muss hier die Frau auf die Einkünfte des Trusts, die sie ja nicht bekommt, sie bekommt ja nur vierteljährlich irgendwelche Raten, muss also diese mit Einkommensteuer bezahlen und zusätzlich wird auch noch Schenkungssteuer fällig von diesem Trust und das ist ja dann hier möglicherweise gleich 30%. Ja. Das heißt also, sie muss hier 75% Steuern bezahlen, nur aufgrund der Tatsache, dass sie hier nach Deutschland zurückgezogen ist. Drittes Beispiel. Ein britischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Deutschland war Begünstigter eines Trusts. Zum Vermögen des Trusts gehören Anteile an britischen Limited Companies sowie Bargeld. Der Trust wurde durch ein Trustee mit Sitz in der Schweiz verwaltet. Die Treuhänder beschlossen im Jahr 2006 die Auflösung und Abwicklung des Trusts und die Auskühlung des Vermögens an die Begünstigten. Das Vermögen des Trusts wurde 3 Jahre später in 2009 an den Begünstigten ausgekehrt. Das Finanzamt unterwarf diese Auskehrung auf Ebene der Begünstigten im Jahr 2006 der Schenkungssteuer. Problem ist ja, Schenkungssteuer klingt jetzt harmlos, aber eben in diesem konkreten Fall wird ja Schenkungssteuer dann nach Schenkungssteuerklasse 3 fällig. Das heißt 30% und der Freibetrag ist minimal bei 20.000 Euro. Das heißt, hat also dieser Trust hier zum Beispiel jetzt Vermögen in Höhe von 900.000 Euro, dann werden da gleich mal fast 300.000 Euro Steuern fällig. Ja? Normalerweise, wenn man jetzt hier berücksichtigen würde, dass es vielleicht hier Schenkungssteuerfreibeträge gibt und dass dann die eigentliche Schenkungssteuer jetzt zum Teil nur 9 oder 15% beträgt, dann ist in diesem Fall hier bei diesem Trust die Schenkungssteuer vielleicht doppelt oder dreimal so hoch wie das, was man eigentlich hätte bezahlen müssen, wenn es diesen Trust nicht gegeben hätte. Soweit mal hier zu meinen 3 Beispielen aus dieser Trustbesteuerung. Wie gesagt, das gilt genauso auch für Stiftungen. Es spielt jetzt keine Rolle, welche Rechtsform das hier ist. Wie gesagt, man spricht da in Deutschland von einer ausländischen Vermögensmasse. So, damit bin ich auch schon fast am Ende angelangt. Hier jetzt nochmal mein Tipp. Sei extrem vorsichtig, wenn es darum geht, dass du solche ausländischen Stiftungen und Trusts hier gründest für Begünstigte in Deutschland oder auch wenn du selbst noch unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst oder unter die Erbschaftssteuerpflicht oder unter die Schenkungssteuerpflicht in Deutschland. Meistens geht es nach hinten los, ja, und es kann extrem negative Konsequenzen für dich haben. Hier eine Ausnahme, wie gesagt, ist die Stiftung in Liechtenstein. Das ist was man auf jeden Fall empfehlen kann. Nachteil natürlich hier, dass die Kosten für diese Stiftung relativ hoch sind. Nicht nur die einmaligen Kosten bei der Einrichtung, sondern natürlich auch die laufenden Kosten. Das heißt, vielfach wird die Stiftung keinen Sinn machen, wenn es um die Verwaltung von Vermögen hier geht, was jetzt nicht gerade im höheren Millionenbereich ist, muss man einfach leider ganz klar sagen. Also hier hilft es wirklich nur,
aus Deutschland wegzukommen, das Vermögen umzustrukturieren, sodass kein deutsches Vermögen mehr da ist. Da hilft es natürlich dann am besten, auch wenn die Erben jetzt gar nicht groß in Deutschland sind, aber das wird man nicht immer vermeiden können, oder auch die Beschenkten. Und dann muss man entsprechend hier eben in ein Land gehen, wo günstige Konditionen gelten. Man muss möglicherweise ein paar Jahre warten, wobei es gibt auch Wege, wie man diese Wartezeit hier verkürzen kann, ganz klar. Da gibt es völlig legale Wege, dass man eben nicht diese 5 bis 10 Jahre warten kann. Das kann ich dir gerne in der Beratung erklären, wie sowas funktioniert. Aber ganz wichtig, mein ganz wichtiger Hinweis an dich: Lass dich beraten durch einen qualifizierten Steuerberater oder Rechtsanwalt. Grundsätzlich Stiftung Liechtenstein eine gute Lösung. Alles andere würde ich mit allergrößter Vorsicht hier behandeln. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, hier Vermögensschutz, Nachlassplanung, wie du dein Vermögen vor dem Staat in Sicherheit bringen kannst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir unterstützen Mandanten seit fast 20 Jahren dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimiert aufzustellen, ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Wir haben ein großes Netzwerk an Steuerberatern, Rechtsanwälten, Experten für solche Stiftungen im In- und Ausland, die dich gerne hier unter unserer Koordination bei deinem Vorhaben im Ausland begleiten. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.